Noch immer leidet Stefan Bremer-Riedl aus Bad Vilbel unter den Folgen einer Aneurysma-Operation, nimmt sogar täglich Opiate ein, um die Schmerzen auszuhalten. Zwar hat ihm die letzte OP sein Bein gerettet, doch so weit hätte es gar nicht kommen müssen. Als man ihm vor 2 Jahren im Bethanien-Krankenhaus in Frankfurt ein Aneurysma in der Beinarterie operiert, kommt es zu Komplikationen. Ich habe im Vorfeld der Operation mehrfach darauf hingewiesen, dass ich seit Ende 16 einige Male in Bethanien war mit einem Infarkt, und dann gab es sehr viele Probleme mit meiner Blutgerinnung. Und ich habe die mehrfach vor der OP darauf hingewiesen, dass sie bitte schauen mögen, dass ich das richtige Mittel bekomme. Augenscheinlich habe ich es nicht bekommen. Mit Folgen. Der gelegte Bypass verstopft. Der 64-Jährige wird notoperiert. Das Aneurysma wieder geöffnet, um die Durchblutung des Beines herstellen zu können. Ja, ich hatte Angst um mein Bein. In der Nacht war es so, dass ich wirklich starke Schmerzen hatte nach der OP. Und ich habe ein paar Mal gejammert, dann kamen die auch und haben die Schmerzmedikationen nachjustiert. Aber keiner hat überhaupt auch nur ansatzweise geschaut, woher kommt das eigentlich? Nach fast 4 Wochen kann er damals die Klinik verlassen. 3 Monate später soll ein Kontrolltermin im Bethanien-Krankenhaus stattfinden. Doch das dauert ihm zu lange. Er holt sich eine Zweitmeinung in der Kerkhoff-Klinik in Bad Nauheim ein. Dort wird das Aneurysma in einer weiteren Operation verschlossen. Stefan Bremer-Riedl lässt ein Gutachten über den medizinischen Dienst der Krankenkassen erstellen. Das Ergebnis? Der Grund für den Verschluss des Bypasses nach der OP sei, dass in den ersten Stunden nach der Operation keine Gabe von Blutverdünnern stattgefunden habe oder diese unterdosiert gewesen seien. Hinzu kommt, dass die erste Kontrolle zu spät stattgefunden habe, erst 10 Stunden nach der OP. Aber das Bethanien-Krankenhaus lässt sich kein fehlerhaftes Vorgehen vorwerfen. Ich bin richtig sauer darüber, dass weder das Bethanien-Krankenhaus noch die Versicherung, die da eingeschlossen ist, dass die ansatzweise auf dieses Gutachten eingehen. Sie sagen einfach, sie haben keine Schuld und fertig und weisen alles zurück. Wofür sind sie denn versichert, wenn der Fehler offensichtlich war? Der 64-Jährige ist auf Schadenersatz angewiesen, hat durch die lange Krankheit seinen Job als Reiseverkehrskaufmann verloren. Ich bin mit einem Zwicken in der Wade in die Klinik rein und bin 4 Wochen später raus. Da war ich quasi schwer behindert. Ich konnte einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente stellen. Ich war meinen Job los. Mein Leben war einfach zerstört. Obwohl das Gutachten für Stefan Bremer-Riedl spricht und seine Anwältin Fehler von Seiten der Klinik sieht, verspricht er sich kaum Chancen. Er hat die Klage eingestellt. Meine finanzielle Situation ist nicht so wunderbar rosig. Das Prozesskostenrisiko wäre so in der Höhe 13.000 bis 15.000 Euro gewesen. Der Prozess hätte zwischen 3 und 5 Jahren gedauert. Und ich muss ehrlich gestehen, das Ergebnis wäre auch noch offen gewesen. Und da hatte ich keine Lust zu. Wir fragen im Bethanien-Krankenhaus in Frankfurt nach und bitten um Stellungnahme. Die Klinik antwortet uns. Zum konkreten Fall heißt es: Um zu verhindern, dass eine Blutung aus der OP-Wunde entstand, wurde der Gerinnungshemmer Heparin vorsichtig dosiert. Leider führte das dazu, dass der Bypass noch einmal erneuert werden musste. Die Klinik schlägt vor, den Fall der Gutachterstelle der Landesärztekammer vorzustellen. Dort kann das Gutachten des medizinischen Dienstes der Krankenkassen einer unabhängigen, sachverständigen Bewertung unterzogen werden. Naja, das ist einmal eine sehr positive Nachricht, dass das Bethanien sich damit auseinandersetzen will. Mein Bein ist noch dran, leben tue ich auch noch. Und nach nur 7 Monaten Antrag ist mein Antrag auf Erwerbsminderungsrente jetzt tatsächlich am Freitag genehmigt worden. Damit sind zumindest mal finanzielle Sorgen weg. Ein kleiner Schritt und ein wenig Hoffnung für Stefan Bremer-Riedl nach einem so langen Kampf. Ja, und mit Fällen wie dem von Herrn Bremer-Riedl kennt sich auch Daniela Hublohr aus, Medizinerin der Verbraucherzentrale Hessen. Hallo. Hallo. Ja, jetzt die letzte Wendung in dem Fall ist, dass die Gutachterstelle der Landesärztekammer sich noch mal mit Herrn Bremer-Riedl und dem Bein beschäftigen will. Was bedeutet das für den Patienten? Es wird ein zweites Gutachten erstellt. Im besten Fall würde es bestätigt werden, dass ein Behandlungsfehler vorliegt. Wenn die Gutachter- und Schlichtungsstelle zum anderen Ergebnis kommt, ist es für ihn schwierig.
Also da steckt Chance genauso wie Risiko Würde ich drin. sagen. Dann drücken wir Genau. die Daumen, dass das gut ausgeht. Wann spricht man denn überhaupt von einem klaren Behandlungsfehler? Man spricht dann von einem Behandlungsfehler, wenn ein Arzt, eine Ärztin gegen die Sorgfalt der ärztlichen Kunst verstoßen hat. Fahrlässigkeit ist vermutlich relativ selten, aber eben die Sorgfalt außer Acht gelassen wurde. Wobei man immer schauen muss, medizinische Behandlungen gehören in den Bereich des Dienstleistungsrechts. Also im Gegensatz zu einem Werkvertrag, ich erstelle einen Schrank, man sieht wirklich, Türen gehen auf, Schubladen, alles passt, ist es bei der Dienstleistung so, dass ich eben keinen 100%igen Erfolg geschuldet bekomme. Und man dann immer schauen muss, wenn das Ergebnis nicht so ist, wie man sich gewünscht hätte, liegt wirklich ein Behandlungsfehler vor. Aber ein Behandlungsfehler wäre zum Beispiel, wenn die Aufklärung unzureichend ist, wenn nicht alle Befunde, die wirklich nötig und wichtig wären, erhoben worden sind, wenn eine falsche Behandlungsmethode, eine veraltete Behandlungsmethode angewendet worden ist. Im schlimmsten Fall, wenn das falsche Bein abgenommen wird oder OP-Instrumente im Patienten verbleiben. Jetzt gibt es aber in den Fällen, wo vielleicht nicht das falsche Bein abgenommen wurde, sondern es ein bisschen komplexer ist, eben ob da ein Fehler vorliegt oder nicht, ist es ja dann so wie bei dem Betroffenen, der sagt, naja, das ist mir einfach zu hohes Risiko, da vor Gericht zu ziehen. Der hat das zurückgezogen. Heißt, Menschen, die nicht viel Geld haben oder keine Rechtsschutzversicherung, werden im Grunde nie zu ihrem Recht kommen? Für die ist es sehr schwierig. Und das, wo ich zuversichtlich bin, im Koalitionsvertrag steht jetzt, dass ein Härtefallfonds eingerichtet werden soll, wie es zum Beispiel auch in Österreich gibt. Das heißt, ein Entschädigungsfonds, der sofort zahlen könnte, wenn es relativ sicher ist, dass ein Behandlungsfehler vorliegt und auch sofort Geld benötigt wird. Also jemand zum Beispiel, weil er dann im Rollstuhl sitzt, sofort die Wohnung umbauen muss. Da wäre ich sehr froh, wenn das bei uns kommt. Also da könnte sich die Lage der Patienten in solchen Situationen verbessern. In der jetzigen Situation, wann hat man denn Anspruch auf Entschädigung und wie hoch ist die dann? Also bei Schadensersatz und Schmerzensgeld, wenn man das mal unterscheidet, Schadensersatz ist, wenn ich wirklich einen materiellen Schaden geltend mache. Also ich hatte einen Verdienstausfall. Ich habe Fahrkosten, weil ich dann zur anderen Klinik zu Behandlungen hin und her bin. Ich habe zum Beispiel die Wohnung umbauen müssen. Ich habe Medikamente selber, ich habe Zuzahlungen geleistet. Das kann ich dann geltend machen, materiellen Schaden. Schmerzensgeld ist ein immaterieller Schaden, also Schmerzen, die man erlitten hat, auch natürlich die ganze Ängste, Unsicherheit, psychische Belastungen. Das ist dann, zu schauen, wie viel das wert ist. Das ist dann schon wesentlich schwieriger. Es gibt Schmerzensgeldtabellen, die orientieren sich an schon entschiedenen Fällen. Und bei uns ist es wesentlich weniger als in den USA. Da gibt es ja enorme Summen und bei uns ist es oft viel weniger, als man denkt. Also man wird nicht reich durch so einen Fehler. Es ist das auf jeden Fall nur nicht. ein kleiner Tropfen dann wahrscheinlich auf den heißen Stein oder auf dieses ganze Leid. Wenn ich den Eindruck habe, im laufenden Behandlungsprozess, da läuft was schief, was ist Ihr Rat? Das allererste ist, die Ärztin, den Arzt, die Klinik anzusprechen. Denn es ist ja wirklich auch manchmal so, es liegt kein Behandlungsfehler vor, es ist einfach nur ein unglücklicher Verlauf. Dann wäre eine gute Anlaufstelle auch eventuell der behandelnde Arzt, Hausarzt, der kann sich auch Krankenunterlagen anschauen. Und im Patientenrechtegesetz steht, ein Arzt muss informieren auf Nachfrage oder wenn es zur Abwendung gesundheitlicher Gefahren notwendig ist, dass ein Behandlungsfehler vorliegt. Dann Krankenkasse, die kann ein Gutachten erstellen über den medizinischen Dienst, Gutachter- und Schlichtungsstelle, freiwilliges Verfahren. Klagen haben wir auch schon drüber gesprochen, am besten mit Rechtsschutzversicherung. Und wenn es sehr eklatant ist, kommt auch eine Strafanzeige in Frage. Vielen Dank, Frau Hubloer, dass Sie uns dazu aufgeklärt haben. Dankeschön. Gerne. Also, wenn man als Betroffener oder Angehöriger den Eindruck hat, bei der Behandlung läuft etwas schief, dann sollte man das sofort ansprechen. Und um später die Schuldfrage zu beurteilen, hilft es, OP-Berichte zum Beispiel dem Hausarzt und danach dem medizinischen Dienst der Krankenkassen vorzulegen. Auf Schadenersatz zu klagen, das hat Frau Hubloer ja auch realistischerweise gerade eingeschätzt, lohnt nur in sehr eindeutigen Fällen und leider oft auch nur mit einer Rechtsschutzversicherung.